Unser heutiges Thema ist unsere wahre Geschichte, Fragezeichen, von der Bibel über Mythen bis in die Moderne. Eine kleine Themenübersicht, ein Vorwort, dann Kapitel 1, die Welt vor der satanischen Verwirrung, Kapitel 2, die wahre Welt und ihre Zerstörer, Kapitel 3, Zeitsprung und Astrologie, Kapitel 4, das Urchristentum, Kapitel 5, Kirche, Mithras und Vatikan, Kapitel 6, verdrängte Geschichte und zum Schluss, wie man richtig betet und ein kleines Abschlusswort. Bevor wir mit dem eigentlichen Vorwort loslegen, es dürfte ja mittlerweile vielen bekannt sein, dass alles, was uns präsentiert wird, irgendwie gelogen scheint. Und da ist leider auch sehr viel Wahres dran. Die Inhalte, die ich hier jetzt präsentieren werde, sind erstmal vielleicht verwirrend und neu, wobei gar nicht mal so neu, denn alles, was ich hier präsentiere, findet sich tatsächlich auch in unseren Geschichtsbüchern, nur in dem Teil, der nicht weitererzählt wurde. Oder zumindest das meiste davon, von dem, was ich hier erzählen werde. Es ist also durchaus überall für jeden was zu finden. Ja, eine kleine Warnung vorab. Epheser 6,12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ich bin eigentlich kein großer Bibelfan, da kommen wir gleich nochmal drauf zu, aber die Bibel enthält durchaus auch Hinweise auf das, was in dieser Welt passiert. Und hier gehe ich definitiv mit, denn in der Anderswelt, Astralwelt, Götterwelt, nennt es wie ihr wollt, gibt es definitiv verschiedene Kräfte. Mindestens 2 Lager konnte ich bisher identifizieren. Ich nenne sie mal vereinfacht Team Blau und Team Rot. Blau steht für Ordnung, Rot steht für Chaos und Zerstörung. Ja, ich werde versuchen, die echte Geschichte aufzudecken anhand von Logik, Symbolik, Sprache und so weiter. Dabei werden jetzt 2, 3 Gruppierungen nicht sehr gut abschneiden. Ich möchte aber weder Hass noch Zwietracht säen und darum bitten zu verstehen, dass diese Gruppen von dunklen Mächten gesteuert werden und deshalb Böses vollbringen. Und nochmal oben der Verweis auf dieses Bibelzitat. Ich bitte daher darum, von Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen abzusehen und diesen Leuten nicht grundsätzlich mit Hass und Aggression zu begegnen, auch wenn es schwer fallen mag. Unter dem Himmel sind wir alle gleich, auch wenn unsere Götter verschieden sind. Alle Menschen teilen die gleichen Bedürfnisse nach Zuneigung, Überleben, Freiheit und Sicherheit, und das dürfen wir nie vergessen. Viele Menschen aus diesen Gruppen leiden selber und wollen selber nur in Frieden leben. Noch ein kleiner Disclaimer. Ich beanspruche natürlich keine absolute Wahrheit über die folgenden Inhalte. Ich kann mich auch hier und da mal irren. Die Wahrheit, so wie sie mir quasi präsentiert wurde von unseren Göttern wie ein kleines Puzzle, das ich zusammengesetzt habe. Und ich habe versucht, es so sorgsam und mit so viel Anstand wie möglich zusammenzutragen. Jetzt mag man mir Geschichtsrevisionismus vorwerfen. Tut es. Ist es ja letztendlich auch, zumindest gegenüber dem, was uns offiziell präsentiert wird. Ich bin mir dahingehend allerdings keiner Schuld bewusst, dass ich hier mit Absicht irgendwie unsere Geschichte verdrehen möchte. Eher ganz im Gegenteil. Also wer heutzutage in die Welt blickt und denkt, ja, das ist alles richtig so. Wir haben seit 2000 Jahren nur Krieg, Lügen, Verwirrung. Also wer daran weiter festhalten will, der soll's machen. Für alle anderen, die offen sind im Geiste, für die ist dieser Vortrag. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die folgenden Inhalte mehr Wahrheit beinhalten als alle unsere Geschichtsbücher und Aufzeichnungen zusammen. Des Weiteren finden sich viele Hinweise und auch Beweise auf das Gesagte in eben jenen offiziellen Quellen, die ich nur anders zusammenfüge. Wir alle kennen den Ausspruch, die Sieger schreiben die Geschichte, und ich erzähle hier quasi die Geschichte der Verlierer der letzten 2000 Jahre. Kapitel 1: Die Welt vor der satanischen Verwirrung. Fangen wir einmal an mit dem Thema Bibel. Die Bibel ist ein Schlachtfeld der Götter, insbesondere des Mittelmeerraums. Das heißt, nein, nicht das Wort Gottes, und deswegen gibt es auch so viele Diskussionen, dass der Gott in der Bibel irgendwie immer sich ein wenig umändert.
Grundsätzlich die Beichte funktioniert, die Götter hören eure Gebete. Ja, die Bibel wurde oft übersetzt und hatte viele Einflüsse, was natürlich auch Nährstoff für oder einen Nährboden für Lug und Betrug bietet. Viele Menschen nutzen die Bibel auch, um ihre persönlichen Überzeugungen darin zu festigen und in die Welt zu tragen, also weltliche Einflüsse. Und natürlich ein ganz großer Faktor hier auch die Kirche, die das Monopol auf das Endprodukt hat. Deswegen sagen ja viele Christen mittlerweile, dass sie eher den Lehren Jesu folgen statt der Bibel, weil die Bibel halt einfach ein Manifest der Kirche ist. Noch mal ein paar Bibelzitate. 2. Buch Mose: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ 5. Buch Mose: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ Hosea: „Ich aber bin der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her. Einen Gott neben mir kennst du nicht und kein Heiland als allein mich. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr heißt ein eifernder Gott ist er.“ 5. Buch Mose: „Den Herrn, dein Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen und bei seinem Namen schwören.“ Ja, warum habe ich diese Zitate rausgesucht? Einfach um einmal so ein Bild zu zeichnen von dem Gott, der uns hier gezeichnet wird im Buch Mose. Und hier sieht man ja ganz klar, keine anderen Götter, keine anderen Götter. Das heißt, es gibt ja wohl scheinbar noch andere Götter, denn sonst würde er nicht darauf permanent beharren, dass man keine anderen Götter außer ihm die Ehre erweist. Er nennt sich selber Herr, verweist darauf, dass er aus Ägypten kommt und dass du ihn fürchten sollst, weil er ein Eiferer ist und du sollst ihm dienen. Das heißt, wir haben es hier mit einem Gott in Anführungszeichen zu tun, der niemanden neben sich duldet, eifernd ist und möchte, dass du ihn fürchtest und dass du ihm dienst. Das klingt nicht für mich nach einem liebenden und freiwilligen Gott, dem man hier folgt, sondern er verlangt es. Dann haben wir das Löwensymbol, das stark in Europa verwurzelt ist, aber auch in Griechenland stark verankert war. Und ja, kaum eine Region weist so viel Löwensymbolik auf wie Europa. Allerdings ist der europäische Löwe mittlerweile leider ausgestorben. Aber viele kennen auch hier den Richard Löwenherz, den ich nochmal als Gimmick hiermit erwähnt. Dann ein weiteres Bibelzitat aus Sacharja: „Die Männer von Juda sind wie ein Bogen in meiner Hand, die Männer von Ephraim sind die Pfeile, und ihr aus Zion seid das Schwert, das ich wie ein Krieger gegen die Truppen der Griechen schwinge.“ Und hier sehen wir schon, wer das Feindbild immer ist. Wer braucht denn ein Feindbild? Ein liebender Gott braucht doch grundsätzlich kein Feindbild. Auch wenn es natürlich da draußen böse Mächte gibt und auch Menschen, die Böses vollbringen. Aber grundsätzlich, deswegen hatte ich das ja auch als Disclaimer oder als Vorwort mit drin, dass auch wenn ich hier jetzt auf Gruppen verweise, dass wir die jetzt nicht grundsätzlich als Feindbilder bitte betrachten. Nicht jeder dieser Menschen, der hier unter diese Gruppen fällt, ist automatisch böse, so wie das hier, ja, die Griechen, die bösen Griechen. Ich habe auch mal versucht herauszufinden, um welche Völker es sich hier so grob handelt. Und da kommt so, ja, Vandalen, Perser beim Volk Juda, Ephraim, das könnten die Kanaaniter oder Phönizier gewesen sein, also Nordafrika. Zion ist nördlich der Alpen und die Griechen, klar, der nördliche Mittelmeerraum. Ja, worum geht's hier? Es geht um Spaltung und Zwietracht sehen zwischen europäischen Völkern, um später aus dem Orient mit Pfeil und Bogen die Griechen zu besiegen. Das ewige Feindbild, die Griechen. Baal, der Gott der Kanaaniter. Ja, der Gott des sogenannten Heiligen Landes Kanaan. Wo liegt Kanaan? Das ist im heutigen Israel in etwa veranlagt. Baal bedeutet übersetzt so viel wie Herr, Meister oder Gebieter. Passt ja auch Ägypten. Baal, Herr, der eifernde Gott, war als Kult südlich des Mittelmeerraums weit verbreitet.
in Richtung Karthago, später auch, wo wir heute Marokko haben, die Barbarie, wo die Barbaren und Korsaren herkamen, Phönizien mit dem bekannten Hannibal und natürlich in Kanaan selbst. Hannibal bedeutet so viel wie von Baal begnadigt. Hier haben wir auch das erste Mal dieses Wort Gnade mit drin. Hannibal Barkas aus den Punischen Kriegen, der als großer Held gegen Griechenland gilt. Und Baal natürlich auch bekannt für Kinderopfer. Ja, 2. Buch Mose. Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Wieder das Thema andere Götter, ihren Göttern. Also welchen Göttern? Den der Griechen, den der Germanen, der Römer, alles, was halt als heidnisch sozusagen gebrandmarkt wurde. Ja, wer waren denn die Griechen überhaupt? Schauen wir uns doch mal dieses Feindbild die Griechen an. Die Griechen waren das erste Volk der Dichter und Denker. Kommt uns bekannt vor, oder? Ja, dann Angriffe der Perser konnten sie oft nur überstehen durch Erfindungen oder Strategie. Die Schlacht von Salamis, ein taktisches Manöver von 300 Schiffen, konnte Xerxes I. und seine Flotte die Perser besiegen. Also die Filme von 300, die haben so tatsächlich ähnlich stattgefunden, allerdings ja, in der Schlacht von Salamis als Schiffskämpfe. Dann das griechische Feuer hat es geschafft, die arabische Belagerung abzuwehren. Und das wichtigste religiöse Zentrum damals war neben Athen, wo man die Göttin der Weisheit verehrt hat, oder Rom, wo man halt den Kriegsgott Ares verehrt hat, in Sparta wahrscheinlich auch, war Konstantinopel eines der größten religiösen Zentren, vorher bekannt als Byzanz, später Nova Roma und natürlich nach der Niederlage gegen das osmanische Heer dann in Istanbul umbenannt, mit der sogenannten Hagia Sophia, was so viel bedeutet wie heilige Weisheit. Daher waren die Griechen natürlich auch bekannt für Philosophie, was übersetzt auch ungefähr so viel bedeutet wie die Liebe zur Weisheit und Tugend, um sich dann auch entsprechend mit ihren Göttern zu verbinden. In Nordeuropa hatte man auch ein ähnliches Konzept, die Druiden. Also wir sehen, das hat ja alles viel mit Tugend und Weisheit zu tun. Ist natürlich ganz gefährlich, ne? Ja, unsere Götter wirken durch Kunst und Kultur, also die nördlich des Mittelmeerraums und allgemein Europas. Da habe ich mal von Gamma Ray aus dem Lied Avalon eine Liedpassage mir rausgenommen, die wie folgt lautet: From the land of make-believe comes the faith of the unbeliever, and the eyes of God have turned away from Avalon. And belief is the holy grail of the fool and the mass deceiver. Wenn man das jetzt übersetzt, aus dem Land der Phantasien kommt der Glaube des Ungläubigen, und die Augen von Gott haben sich von Avalon abgewendet. Und Glaube ist der heilige Gral des Narren und des Teufels, des Verdrehers. Ja, nicht nur die Freimaurer, sondern auch viele unbewusste, gute wie schlechte Menschen verbreiten in Kunst und Kultur gleichermaßen Wahrheit und Lügen. Wie dieses ganze Konzept der Anderswelt und wie sie uns beeinflusst funktioniert, dazu werde ich definitiv noch ein Video machen. Wäre vielleicht jetzt hier als Vorlage gar nicht mal schlecht gewesen. Ich kann nur so viel sagen, die Götterwelt kann auf uns einwirken. Es gibt ja dieses Konzept der Manifestation. Viele Menschen glauben, sie können hier irgendwas manifestieren. Es ist genau umgekehrt. Wir Menschen sind Werkzeuge zur Manifestation in der materiellen Welt und werden von den Göttern sozusagen ein wenig gelenkt, wo es uns natürlich frei steht, uns auszusuchen, an wen wir uns da wenden. Ja, vor den abrahamitischen Verwirrungen, wie sah denn das Ganze überhaupt aus? Diese Religion und sowas, die es da gab. Und zwar hatten wir in Griechenland Philosophenschulen statt Kirchen. Da gibt's zum Beispiel Platons Akademie in Athen, die als eine der ersten Universitäten, wenn nicht die erste Universität gilt. Dort hatte man offene Diskussionen über Philosophie, Politik, Mathematik. Später kam das Lykäon dazu. Das waren peripatetische Schulen.
Da wurde systematische Forschung betrieben, Biologie, Logik, Ethik und so weiter. Und Unterricht oft im Gehen, daher haben sie nämlich ihren Namen peripatetisch, also zu Fuß umherwandernd. Dann haben wir die Stoa, Fokus auf Selbstkontrolle, Vernunft, Gelassenheit, sozusagen Philosophie für den Alltag, und das war öffentlich zugänglich. In Britannien, Gallien, Irland hatten wir ein ähnliches Konzept mit den Druiden. Hier war das Ganze auch ein bisschen religiöser noch und viel mit Ritualen geprägt. Rechtsprechung und Vermittlung von Konflikten haben Druiden sich darum gekümmert, sowie die Bewahrung von Wissen, also Geschichte, Mythen, Naturkunde, und waren natürlich auch für Wahrsagung und rituelle Deutung entsprechend die Vorsteher. Ja, so eine Ausbildung zum Druiden ging bis zu 20 Jahre und weiter. Und jetzt kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt, weshalb wir heutzutage kaum etwas über, ja, ich sag mal, Nordeuropa wissen, denn das Wissen wurde leider nur im Gedächtnis bewahrt und mündlich überliefert. Deswegen haben wir keine Schrift. Das sollte vor Missbrauch schützen. Ja, das Tor zur Welt wird ja immer gesagt, das wäre Jerusalem, ja, das Jerusalem, das Tor zur Welt. Auch in vielen Filmen wie Königreich der Himmel wird's so betitelt. Schauen wir uns einfach mal so eine Karte an. Hier geht's jetzt nicht so sehr um das Byzantinische Reich an sich, sondern um die Lage der verschiedenen Städte. Und da habe ich hier eine Karte gefunden, die passte mir ganz gut, weil hier so die wichtigsten Städte drauf sind, beziehungsweise Konstantinopel und Jerusalem, worum es mir besonders geht. Und ja, Konstantinopel war das Tor zur Welt, der eigentliche Dreh- und Angelpunkt der Geschichten um das angebliche Jerusalem. Jerusalem war nämlich nicht wirklich von Bedeutung. Der Name ergibt sich daher, dass es die einzige Landbrücke zwischen Morgen- und Abendland darstellte. Das sehen wir hier ganz schön. Der gesamte Mittelmeerraum konnte nur per Schiff überquert werden. Bis es die Schifffahrt gab, war das gar nicht möglich. Da haben wir natürlich dann noch nördlich über Konstantinopel auch wieder Gewässer. Das heißt, man müsste einen riesigen Umweg gehen, wenn man jetzt, sagen wir, von Venedig oder Rom nach Damaskus wollte, müsste man da ganz nördlich einmal rum über die ganzen Gebirge, die da natürlich auch sind. Also ein mega Umweg. Deswegen diese kleine Landbrücke über Konstantinopel ist hier wirklich ja, die einzige Chance gewesen. Deswegen auch umgangssprachlich genannt das Tor zur Welt. Und mit der Hagia Sophia, da kommen wir gleich nochmal zu, nämlich einer Kirche, nicht der Moschee, die da heutzutage steht, der wichtigste Sitz des ursprünglichen Glaubens. Da wurde die heilige Weisheit verehrt. Ja, Jerusalem war so unbedeutend, dass man sich die Klagemauer ausdenken musste, um der Welt ein religiöses Bauwerk aufzudichten. Absolut unbedeutend. Wirklich. Man hat das einfach nur genommen, um quasi Konstantinopel zu überschreiben, brauchte man einen anderen Ort. Und das nächstgrößere, was es da so gab, war halt Jerusalem. War ja auch eine relativ große Stadt, hatte auch durchaus das ein oder andere religiöse Bauwerk, aber es war nie so bedeutend wie Konstantinopel. Ja, die Hagia Sophia und Jesus in Anführungszeichen, da kommen wir später auch noch drauf zu, was es mit dieser Figur Jesus auf sich hat. Ja, vor der aktuellen Moschee dieser Hagia Sophia standen dort 2 Kirchen, die jeweils abgebrannt sind oder zerstört wurden. Die erste im konstantinischen Baustil, also römisch, dann im theodosianischen Baustil, also diesem Mittelalter-Klotzstil sozusagen. Ja, und die dritte Kirche, also nicht der dritte Tempel des Salomo, sondern die dritte Kirche, die Hagia Sophia, wurde quasi nie errichtet, weil da jetzt diese, naja, Moschee halt draufsteht. Die aktuelle Hagia Sophia ist ein typisch orientalischer Bau und eher untypisch für Kirchen, steht dort natürlich als Bollwerk für den Sieg über Europa seit der Eroberung durch die Osmanen, sozusagen Salahadin, ja, wenn man das jetzt auf die gefälschte Geschichte umdeuten will. Ja, wer ist denn dieser Mann, der als Jesus Christus verehrt wird? Der hieß sehr wahrscheinlich ganz anders, da kommen wir später noch drauf zu. Er wurde als Sonnengott, als sogenannter Helios verehrt, und der Heiligenschein stellt eine Sonnenscheibe dar,
die aber auch eng mit Tugend, also ein Heiliger sein, in Verbindung steht. Am 25.12. feiern wir übrigens Sol Invictus, beziehungsweise feierte man Sol Invictus. Und Sol Invictus liegt genau im Abstand von 3 Tagen, die dazwischen liegen, zwischen Sol Invictus und der Wintersonnenwende, der sogenannten Christi Geburt. Das heißt, Christi Geburt ist nur ein Label, um halt diesen Feiertag Sol Invictus quasi aus dem Gedächtnis der Leute zu streichen. Es fand nämlich ziemlich viel Asterologie überall in Europa statt. Das heißt, man hat natürlich auch so eine Art Sonnenuhren und Messinstrumente aus Holzpalisaden, gibt's da teilweise noch Bilder zu, gebaut, um halt zu messen, wo die Sonne sich gerade befindet, ob sie wieder auf dem Rückweg ist. Und scheinbar gibt es da so eine Regel: 3 Tage nach der Wintersonnenwende konnte man dann das erste Mal mit diesen Gerätschaften scheinbar messen, dass die Sonne wieder auf dem Rückweg war. Und das feierte man dann als Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne, die wieder zurückkehrt. Aber mehr dazu später im Kapitel Das echte Christentum. Kapitel 2: Die wahre Welt und ihre Zerstörer. Ja, die Völkerwanderung. Lasst uns das erst einmal klären. Das ist ja auch so eine Lüge, die sich rein logisch und rational gar nicht erklären lässt. Also, die meisten Daten gehen davon aus, dass unsere Welt überhaupt nur so 5, 6, 7.000 Jahre alt ist. Davor haben wir kaum Aufzeichnungen. Alles, was davor geschehen ist, ist reine Vermutung. Das heißt, Millionen von Jahren mit irgendwelchen Dinosauriern und Völkerwanderung. Ja, das ist so ein bisschen sehr fragwürdig, ob das alles so war. Gehen wir das Ganze mal logisch rational an. Also seit Tausenden von Jahren leben Chinesen in China und gebären nur Chinesen. Europäer leben in Europa und gebären nur Europäer. Inder in Indien, die gebären irgendwie nur Inder. Und wann ist denn der einzige Moment, wo sich das ändert? Ja, wenn wir uns untereinander vermischen. Also genau umgekehrt. Aus vielen mach eins und nicht aus einem mach viele. Dann fragt man sich natürlich, wenn das jetzt stimmen würde mit dieser ganzen Völkerwanderung und mit diesen ganzen anderen Geschichten, warum haben sich Affen nicht weiterentwickelt und wieso gibt es keine Zwischenstufen? Warum gibt es überall Pyramiden und gleiche Bautechniken, trotz ganzer Ozeane, die zwischen Völkern ohne aktive Seefahrt liegen? Also diese ganze Meer von Völkerwanderungen und so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und worauf basiert denn überhaupt dieses Prinzip der Völkerwanderung? Auf dieser Idee der 12 Stämme oder 13 Stämme Israels, die sich hier sehr in den Mittelpunkt rücken durch diese Völkerwanderungsgeschichte als Herkunft der Menschheit sozusagen. Und das halte ich für eine Lüge. Denn meiner Ansicht nach sieht das Ganze wie folgt aus. Und zwar gibt es die 12 Tribes of the World. Also eine flache Erde. Klar, wer das Video von mir dazu noch nicht gesehen hat, verweise ich hier nochmal darauf, die Kugelerde widerlegt. Es ist faktisch wissenschaftlich belegbar, dass die Erde jedenfalls keine Kugel ist. Und wir können sehr schön hier die Erde in 12 relativ gleich große Bereiche teilen. Ist jetzt natürlich nur grob, ja. Wen haben wir da? Da hätten wir zum Beispiel in Australien die Aborigines, dann in Ozeanien die Papua, da hätte man vielleicht noch da weiter links die Insel noch mit abgreifen können. Ist ja alles sehr zerstreut, also so ein Seefahrervolk, wenn man so will. Dann in Asien haben wir die Chinesen, die Mongolen, die ich auch immer wieder als Vandalen bezeichnen werde. Dann die Indiens, also nicht die Indianer, sondern wie sie im Englischen heißen. Ich habe ja die englischen Begriffe verwendet. Natürlich die Inder. Ja. Dann in Europa, da haben wir die Europäer, also die Weißen. In Afrika haben wir die Perser, also die Araber, Ägypter, wie auch immer man sie nennen will. Die Wüstennomaden sozusagen. Und die Afrikaner natürlich da an der Spitze von Afrika. Was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass die Afrikaner im Prinzip von der Welt abgeschnitten waren, seit Ewigkeiten durch diese Wüstennomaden, die sie ja lange Zeit versklavt haben. Da kommen wir aber gleich auch nochmal drauf zu. Dann haben wir die Inuit oder Eskimos, wie auch immer man sie nennen möchte. Ich sage auch Eskimos, mir ist das egal, ich lasse mal Sprache nicht
meinen Mund nicht verbieten. Ja, Kanada und Grönland zu Hause in den kalten Regionen. Dann die Native Americans oder Indianer, wie sie ja umgangssprachlich auch genannt werden. Dann haben wir in Südamerika die Inka und Azteken. Genau, und das sind die 12 Stämme der Welt. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder davon sein eigenes Pantheon besitzt oder ob das Ganze hier wirklich nur so ein Ordnung-Chaos-Ding ist. Vielleicht werde ich das Rätsel nie knacken, vielleicht wird das einer von euch irgendwann knacken. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall eine interessante Welt, in der wir hier leben. Dann kommen wir zu den 2 Stämmen der Zerstörung. Da haben wir einmal die Perser, die Zerstörer und Plünderer. Kommt nicht daher, dass die sich selbst den Namen gegeben haben, nein, sondern es kommt aus dem Altgriechischen Perthein, das auf Englisch so viel bedeutet wie Waste, Ravage, Sack, Destroy oder auf Deutsch verwüsten, plündern, zerstören. Deswegen wird der Name Persos auch gerne ins Positive gerückt, ja, sowas wie Prince of Persia, ne, diese Romantisierung des Abendlandes. Tatsache ist, dass die Europäer sie als Zerstörer und Plünderer gesehen und betitelt haben. Dann haben wir das zweite Volk, die Mongolen oder wie ich sie halt auch immer nenne, die Vandalen, die Namensväter der Wortherkunft für das Vandalieren, to vandalize oder to destroy oder im Deutschen vandalieren, zerstören. Ja, Reiche der Sklaverei und Unterwerfung, was gab's denn da so? Da gab's im arabischen Raum Ägypten, Babylon, Phönizien, das Karthagerreich, Arabien, die Barbarie, im mongolischen Reich die Khanate, die Turkvölker und dann leider ganz zum Schluss auch das Großreich, das große Khanat der Goldenen Horde unter Genghis Khan und eine Mischkultur aus arabisch-mongolischen Zusammenkünften, das Perserreich. Ja, wie hat sich das Ganze mit der Sklaverei entsprechend verhalten? Ja, da gab's die weißen Slawenvölker. Da kommt wahrscheinlich dann auch der Begriff Sklave her. Das wäre in der heutigen Entsprechung wären das Deutsche, Polen und Russen. Besonders begehrt waren weiße Frauen für Harems, dann Afrikaner meist als Arbeitskraft genutzt. Die waren ja auch komplett von der sonstigen Welt abgeschottet. Wenn die sich mal irgendwo Richtung Norden getraut haben, ja, dann wurden sie direkt versklavt. Dann die Inder. Pakistan wurde erobert. Das gehörte früher mal zu Indien, zu den indischen Territorien mit dazu. Und da viele der Sklaven beim Weg über das Gebirge, dem heutigen Hindukusch, quasi verstorben sind, hat man ja diesem Gebirge entsprechend diesen Namen gegeben. Und Hindukusch bedeutet so viel wie Hindu-Mörder, weil dort die ganzen Leute halt verstorben sind. Ja, Männer wurden da sehr wahrscheinlich auch als Arbeiter genutzt, während Frauen auch für die Harems herhielten. Europäische Märkte, da wird immer gesagt, die gab's auch, ja, aber eigentlich nur im südeuropäischen Raum, meistens nach Eroberung, also es waren eroberte Gebiete von den Persern und Arabern und Mongolen, die dann halt dann auch Sklavenmärkte anboten und entsprechend diese Sklaven eigentlich auch nur an den Orient, nach Ägypten oder zu den Mongolen entsprechend weiter verschifft haben. Es gibt dann ja noch diesen Mythos von den weißen Galeerensklaven und das ist absoluter Quatsch. Galeerenruderer sozusagen waren zumeist Freiwillige oder es waren verurteilte Verbrecher. Das heißt ja, es gab auch Schiffe mit ähm, diesen verurteilten Verbrechern, wo natürlich dann auch entsprechend jemand mit einer Peitsche dann dabei war, um da halt für Zucht und Ordnung zu sorgen. Aber es war ein Mischmasch aus Freiwilligen und verurteilten Verbrechern. Das heißt, sie haben da quasi ihre Strafe abgesessen. Ja, wer waren denn eigentlich die echten Piraten, Wikinger und Barbaren? Und da habe ich hier so eine schöne Karte gefunden von angeblich 1742. Können wir uns eigentlich ziemlich schenken, mit diesen ganzen Daten zu arbeiten, weil das sowieso alles nicht hinhaut. Da kommen wir jetzt noch mal drauf zu. Also die Barbarie, ich habe das hier mal in gelb unterstrichen, oben links der erste Strich Barbarie, dann rechts daneben País des Berberes,
und dann Desert de Barbarie. Das heißt, das ist ja französischen Ursprungs, die Karte sehr wahrscheinlich. Und ja, also die Barbarie, die Ebene der Barbaren und die Wüste der Barbaren. Und die Barbarie, das wäre heute Marokko. Das ist die Herkunft der Korsaren-Barbaren, wie wir sie im Deutschen nennen, oder im Englischen Corsairs oder Pirates. Die plünderten Küsten bis hoch nach England und im gesamten Mittelmeerraum und nahmen auch entsprechend Sklaven. Karten geben Hinweise darauf, dass die Korsaren-Barbaren lange vor der sogenannten Kolonialisierung auch in Südamerika waren. Da gibt es eine Peri-Reis-Karte. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese angebliche Kolonialisierung schon viel früher stattgefunden hat, nämlich durch diese Korsaren-Barbaren, die sich überall per Schiff ausgebreitet haben. Das ist jetzt natürlich nur eine reine Vermutung, dass diese angebliche Kolonialisierung, die man den weißen Völkern heutzutage aufbürdet, könnten theoretisch auch Befreiungsaktionen der Europäer gewesen sein, um halt diese Barbaren, Piraten, wo auch immer sie auftauchten, wieder zu vertreiben und die Völker dort zu befreien. Weil ich das sowieso immer merkwürdig fand, dass direkt im Anschluss nach dieser Reconquista in Spanien, die ja mehrere Jahrhunderte andauerte, das heißt, man hat Jahrhunderte gebraucht, um Spanien, da die Iberische Halbinsel wieder zu befreien, und direkt im Anschluss fängt man an zu kolonialisieren. Das fand ich irgendwie nicht so sinnvoll von der Logik her. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass wir hier in Wahrheit einen globalen Krieg am Laufen hatten, statt einer Kolonialisierung, zwischen quasi diesen nordafrikanischen Barbaren, die sich überall ausbreiteten, und den Europäern, die halt versucht haben, das Ganze wieder einzudämmen irgendwie. Was mir hier auf der Karte noch aufgefallen ist, man merke an, dass es hier massig Flüsse und Bäume auf der Karte gibt. Das ist mir erst nach ein paar Malen so wirklich aufgefallen, dass hier ja wirklich überall Flüsse und auch Bäume eingezeichnet sind, also gar keine Wüste, und das im angeblichen 18. Jahrhundert hier. Da kommen wir später aber auch noch mal drauf zu. Ja, dann das echte Babylon. Was ist denn das echte Babylon? Ja klar, da wo Babylon auch liegt. Ha, witzig, ne? So. Ja, was ist denn das? Das Perserreich. Fertig. Babylon ist das Perserreich. Mehr muss man dazu gar nicht wissen. So. Dann das Thema chinesische Mauer. Es haben ja nicht nur die Europäer immer gegen diese zwei Völker der Zerstörung gekämpft, sondern auch die Chinesen waren damit beschäftigt, sich gegen die aggressiven und kämpferischen, vermutlich auch kannibalistischen Mongolen tatsächlich auch zu verteidigen. Da gibt es viele Überlieferungen und Sagen, dass diese Mongolenvölker, diese Vandalenvölker unglaublich, ja, brutal waren, kannibalistisch, dass sie Blutopfer und Rituale durchgeführt haben und dass sogar Schädel an ihren Pferden hingen. Also, man kann definitiv klar sagen, die Chinesen haben ja sicherlich nicht ohne triftigen Grund eine derartige Mauer gebaut. Und hier sieht man auf der linken Seite von Maximilian Dörbecker einmal eine sehr schöne Übersicht darüber, über die verschiedenen, ja, wie soll man sagen, Abschnitte der chinesischen Mauer in den verschiedenen Jahrhunderten, um sich halt vor diesen Vandalen, Mongolenvölkern zu schützen. Wo wir gerade beim Thema China und Mongolen sind, müssen wir auch einmal über das Thema Rabbit Holes sprechen. Und zwar, was ist denn ein sogenanntes Rabbit Hole? Eine Lüge, die den Gegner verwirren soll. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr in so ein Rabbit Hole hinabsteigt, sollt ihr gar nicht die Wahrheit finden, sondern ihr sollt euch quasi wie in einem Labyrinth verirren. Das heißt, es handelt sich um unbrauchbare Informationen, sogenannte Fake News, die den Feind beschäftigt halten sollen und ihm falsche Schlüsse ziehen lassen sollen. Also ein Labyrinth aus sich verstrickenden Lügen und Behauptungen. Und aktuell gibt es da so eine Sache, und zwar das sogenannte Tartaria. Das ist nämlich so, dass lange Zeit natürlich niemand in dieses Mongolenreich vordringen konnte, weil die halt alle abgeschlachtet und gejagt wurden. Das heißt, Kartografie war nicht möglich. Deswegen hat man das Ganze einfach nur Tatarie genannt auf vielen Karten. Eine große Fläche,
die halt einfach nicht erkundbar war, also sozusagen ein schwarzes Loch in der Kartenführung. Ja, wozu dient das Ganze? Diese ganze Tartaria-Geschichte, genau wie es mit uns Europäern gemacht wurde, soll hier einfach nur Russenhass schüren oder zumindest Skepsis, weil natürlich das heutige Russland auf diesem Gebiet liegt. Und es dient als Vorbereitung für die Unterwanderung Asiens, also Russlands und Chinas, so wie man es mit uns Europäern auch gemacht hat. Dazu werde ich nochmal einen Vortrag machen, die Schlange aus dem Orient, wie das alles hier überhaupt passieren konnte und was da alles genau verdreht wurde. Wird nicht ein ganz so langer Vortrag wie dieser hier werden, aber auch sicherlich interessant. Ja, dann wird behauptet, die chinesische Mauer sei verkehrt rum. Genau, man musste sich vor den buddhistischen Chinesen immer in Acht nehmen, mit den Mongolenvölkern, die ja auch nomadisch unterwegs waren. Und typisch wie das für Nomaden ist, baut man natürlich auch dann ganz viele Mauern, um sesshaft zu werden. Naja, genau, also man versucht dieses Vandalen-Image jetzt auf China zu übertragen, genauso wie man dieses ganze Piraten- und Versklaven- und Kolonialisierungs-Image auf uns Europäer übertragen hat. So eine satanische Verdrehung halt. Also liebe Chinesen, nein, ihr seid nicht die Bösen in dieser Geschichte, sondern die Mongolen oder Vandalen. Die Goldene Horde, das Großkhanat unter Genghis Khan. Sieht man hier die tatarische Flagge, der schwarze Drache. Deswegen, wenn vom Sieg über den Drachen die Rede ist, dann ist sehr wahrscheinlich der Sieg über die Goldene Horde gemeint. Das ist immer so ein bisschen sprachlich, ja, Bildsprache. Und hier sehen wir ja, wie groß sich das ausgebreitet hatte. Und der Genghis Khan, das war so ein toller und gütiger Herrscher. Deswegen sehen wir hier in einem etwas helleren gelben Ton die Vasallenstaaten. Wer sich freiwillig ergeben hat, der durfte leben und als Vasallenstaat unter der Goldenen Horde weiter koexistieren. Ja, richtig toll, ne? Dann sehen wir auf der rechten Seite die russische Fahne und da sehen wir ganz interessant mittig diesen weißen Reiter, der diesen schwarzen Drachen quasi platt gemacht hat. Denn die Russen haben quasi ein Reich auf dem der Goldenen Horde errichtet. Die haben sie besiegt, verdrängt bis nach Kiew runter und ja, da wird immer erzählt, wurde durch die Koalition der Germanenstämme unter Otto I. geschlagen, worauf dann die Kiewer Russ hervorging. Ja, ich kann nicht sagen, ob das so wirklich stimmt, aber irgendwie so in der Richtung wird das definitiv passiert sein müssen, sonst hätten wir heutzutage nicht die Aufteilung der Länder, wie wir sie haben. Ja, der Stamm derer, die nicht genannt werden dürfen, ihr wisst, von wem ich rede, gab es vorher nicht. Sie hassen die Russen bis aufs Blut wegen der Landnahme. Das heißt, sie wurden, da gibt's einen schönen Beitrag, den habe ich auch auf meinem Telegram-Kanal, werde ich den auch noch mal einzeln, der ist ja momentan nur im Archiv mit drin, einzeln noch mal hochladen auf meinen Telegram-Kanal, und zwar von Benjamin Friedman, die sogenannte Willard Hotel Speech, wo er das erklärt, dass diese Goldene Horde wurde so stark vernichtet, bis auf die Krim zurückgedrängt und musste dann quasi sich in alle verschiedenen Religionen und sowas zerstreuen und flüchten, um überhaupt weiter zu existieren. Und daraus sind dann die daraus sind dann die hervorgegangen, die man heutzutage nicht benennen darf, weil es sonst unter Volksverhetzung und so führt. Ihr wisst, wen ich meine. Ja, dann, wenn man die Mythen mit der Bibel kombiniert, und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und einfach mal geguckt, wie ist denn das eigentlich in der Bibel, in der griechischen, nordischen Mythologie? Und da finden wir viele Gemeinsamkeiten. Und zwar in der Bibel haben wir Gott, im Griechischen haben wir Uranus und Gaia und in der nordischen Mythologie haben wir den Allvater Odin sozusagen als Schöpfer. Dann haben wir Himmel, Olymp und Asgard, so ein bisschen als Sitz der Götter oder als Sitz Gottes im Fall der Bibel. Wir haben Engel, Amazonen und Walküren. Das sind bis auf bei der Bibel tatsächlich weibliche Kriegerinnen der Götter, die den Göttern unterstellt sind. Die Engel sind hier die einzige Ausnahme, die sind alle angeblich männlich. Was uns schon mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein Fragezeichen auf die Stirn bringen sollte. Dann haben wir das Paradies, Elysion oder Valhalla, Ort für Tugendhafte oder Helden. Dann haben wir die Nephilim, Halbgötterhelden oder Helden. Dann Gott ist Schicksal in der Bibel. Im Griechischen haben wir die Mäuren, im Nordischen haben wir die Nornen als sogenannte Schicksalsweber.
Dann haben wir Propheten, Orakel, Wölver und Seher, also die Boten der Götter. Dann Hölle, Hades und Helheim als Orte der Bestrafung. Gehenna, Tartarus, Muspelheim, Niflheim. Also wer gegen die göttliche Ordnung handelt in Hybris, der landet am Ende nicht nur irgendwie im Hades oder der Hölle, wo man vielleicht ein bisschen bestraft wird oder dann reinkarniert irgendwann auch, sondern wirklich in Gehenna, Tartarus oder Muspelheim, wo man dann mit den Titanen sozusagen eingesperrt ist, mit dem größten Abschaum, der jemals hier auf Erde wandelte. Ähm, ja, also so ein Bestrafungskonzept gibt es ja definitiv in allen, wobei ich sagen würde, die Hölle, Hades, Helheim sind eher so Orte des Gerichts, wo du vielleicht auch bestraft wirst, aber am Ende dann doch irgendwie wieder reinkarnierst. Da ist der griechische Hades vermutlich am ehesten dem, was ich jetzt vermuten würde, ja. Es gibt natürlich auch noch Dantes Inferno, die göttliche Komödie von Dante mit den 9 Stufen der Hölle. Weiß ich jetzt nicht, was man davon halten kann. Wer sich dafür interessiert, kann sich das natürlich auch noch mal anschauen. Ja, da haben wir in der Bibel: Gott schuf Adam und Eva. Im Griechischen Prometheus schuf den Menschen aus Lehm beziehungsweise Erde. Odin schuf Willi und Weh aus Baumstämmen. Das ist so der Schöpfungsmythos. Dann haben wir den Sündenfall beziehungsweise die Büchse der Pandora oder Loki bringt Unheil über die Welt. Das ist dann so ein bisschen Tod und Sünde, die dann das erste Mal auf Erden, auf dem Paradies plötzlich herrschten. Dann haben wir Noah und die Arche. Das ist so mega unglaubwürdig. Also ein Typ, der irgendwie alleine eine Arche baut oder mit seiner Familie zusammen, wo dann die gesamte Tierwelt irgendwie drauf Platz findet. Also so ein Blödsinn. Tut mir leid, ganz ehrlich, muss ich das muss ich wirklich so sagen. Also wer das glaubt, der tut mir leid. Da gibt es dann ähnliche Mythen, die allerdings nicht unbedingt die ganze Welt umspannt haben, sondern vielleicht auch nur örtlich hier und da. Da haben wir ja die Geschichte von Deukalion und Pyrrha, die dann die Welt neu bevölkert haben. Oder im Nordischen die Ragnarok-Flut. Also das sind dann diese Flutmythen. Aber da ist auch wieder die Bibel das Einzige, was so sehr merkwürdig abweicht. Dann haben wir natürlich die Apokalypse, die Titanomachie oder Ragnarok als die sogenannte Endzeit, wobei ich tatsächlich davon ausgehe, dass das, wenn es das gab, so schon stattgefunden hat und nicht jetzt nochmal auftreten wird. Wenn jetzt irgendwie sowas nochmal passieren wird, und davon gehe ich stark aus, dann ist es eher so ein bisschen die Götterdämmerung Ragnarök, wo jetzt, ich sag mal, die selbstgerechten Herrscher dieser Welt zu Fall gebracht werden und abgeurteilt werden. Aber die Welt wird, so wie ich das einschätzen kann bisher, nicht untergehen. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage, warum sind jetzt nordische und griechische Erzählungen sogenannte Mythen und wurden verdrängt und warum ist jetzt die Bibel die absolute Wahrheit, obwohl sie im Prinzip nichts anderes macht, als die gleichen Geschichten zu erzählen wie in der griechischen und nordischen Mythologie, nur in der, ich sag mal, unglaubwürdigeren Art und Weise. Dann finden wir sprachlich noch was ganz Interessantes. Es gibt ja immer dass im Hebräischen jeder Buchstabe einen Zahlencode hat und das gleicht dem Altgriechischen. Die teilen diese Besonderheit, dass Buchstaben auch gleichzeitig Zahlenwerte haben. Also ist Hebräisch sehr wahrscheinlich eine Art Kopie der altgriechischen Sprache, um das Monopol auf unsere alten Schriften und Geschichten zu haben und diese in Hebräisch verschlüsseln zu können. Wer weiß, was da im Vatikan oder wo auch immer in der Welt wo verborgen liegt in altgriechischer oder hebräischer Schrift und ja, wir gar nicht wissen, was da wirklich drin steht. Es ist auch davon auszugehen, dass russische Schrift, also Kyrillisch und die Runenschrift ebenfalls aus dem Altgriechischen stammen, vermutlich durch Vertreibung aus dem Mittelmeerraum. Ja, und Kleopatra war ja auch eine Weiße und quasi wir wurden aus Ägypten vertrieben. Ägypten war ja mal eine Zeit lang sozusagen unter griechischer, byzantinischer Kontrolle. Und ja, wer wurde da vertrieben? Genau, die Weißen. So, Kapitel 3: Zeitsprung und Astrologie. Ja, da haben wir so einen kleinen Zeitsprung irgendwie in der Geschichte. Da gibt es zumindest starke Hinweise drauf. Hier habe ich zum Beispiel mal so ein Bild gefunden. Da sieht man noch, dass da dieses J unten, dass das weggekratzt wurde. Da sieht man noch auf der linken Seite so ein bisschen was davon.
also J485, und wenn man dieses J halt so ein bisschen, ja, wegkratzt, dann steht da plötzlich 1485. Das sind dann einfach mal 1000 Jahre dazu. Und, da habe ich auf TikTok hier noch ein Video gefunden. Die haben da ein bisschen mehr recherchiert, und hier sieht man ja schon, bevor wir das jetzt starten, Van Anno, Tot Anno, J678, J687 könnte das heißen. Na ja, auf jeden Fall, wir schauen uns das mal an. Ja, jetzt muss man ja ganz klar sagen, dass das schon sehr merkwürdig ist, und je nachdem, wann man halt diese 1000 Jahre quasi dazugefügt hat oder wie auch immer man das sehen will, könnte sogar tatsächlich sogar noch mehr als 1000 Jahre sein. Also, das ist wirklich verrückt, was hier in dieser Welt, passiert. Und wir sehen ja auch diese ganzen schönen alten Gebäude, die es heutzutage ja kaum noch gibt. Fast jeder Krieg, der auf der Welt getobt hat, oder jeder große Brand, hat immer diese alten Gebäude zerstört. Also dieses Erbe, sage ich mal, aus der damaligen Zeit mit diesen ganzen wunderschönen Säulenbauten, und das wurde alles nach und nach wirklich sehr kontrolliert, scheinbar ja auch zerstört, als ob jemand wirklich daran arbeitet, hier die Geschichte komplett umzuschreiben. Kann ich es beweisen? Nein, nur genauso wie es hier in diesem Video passiert. Aber man sollte sich doch fragen, warum werden diese ganzen alten Gebäude zerstört? In jedem Krieg sind das immer mit die Hauptziele, diese alten Gebäude zu zerstören. Und, in dem Video hat man ja gesehen, dass das, nicht nur hier jetzt mein eines Bildchen ist, wo wir das sehen können, dass da irgendwas komisch läuft, sondern wir können es tatsächlich ganz, ganz häufig an ganz vielen Stellen der Welt beobachten, dass halt keine Eins, sondern ein J vor diesen Zahlen stand, oder gar kein J oder gar keine Eins auch, ja. Also, das ist alles ein wenig verrückt. Da müssen wir ein wenig über Astrologie sprechen, und zwar einmal über Saturn und seine Symbolik. Teil 1. Ja, zu Ehren des Saturn wurden irgendwann auch die sogenannten Saturnalien eingeführt. Das war ein Fest höchster Perversion, vermutlich ähnlich dem heutigen Christopher Street Days.
mit massiven Ausschweifungen ohne Sitte und Moral. Kennen wir ja, wo sie dann alle mit irgendwelchen komischen Kostümchen und halbnackt oder sogar ganz nackt da irgendwie rumstolzieren und dann gibt's irgendwelche Lutscher in Penisform oder Vaginaform und was weiß ich nicht, ja? So richtig schön unsittlich. Das ist dann sozusagen heutzutage der Christopher Street Day. Dann haben wir links auf der Seite sehen wir einmal das astrologische Symbol des Saturn, einmal das Christenkreuz und die Sichel. Dann haben wir den Planeten Saturn natürlich so an sich, den schwarzen Kubus und das Hexagon. Wenn man jetzt an das Hexagon noch so ein paar Dreiecke dran pappt, dann kommt da so ein Davidstern bei raus. Ist auch ganz interessant. Und damit haben wir übrigens auch alle 3 Symbole der abrahamitischen Religion. Wir haben, ja, den Davidstern mit dem Hexagon, ein bisschen getarnt. Wir haben den Sichelmond im Islam und das Christenkreuz, also die beiden Astrolo oder das astrologische Symbol aufgeteilt in 2 verschiedene Symbole. Die Sichel ist immer das Zeichen des Kronos, wie Saturn auch genannt wird im Griechischen. Ja, dann können wir ihn auch quasi als Herrn der Ringe bezeichnen, weil er diese Ringe um sich rum hat. Dann den schwarzen Würfel, der auch als Saturn-Symbolik halt gilt. Manche verknüpfen das halt mit der Kaaba des Islams, kann man machen. Ja, manche behaupten dann auch, die Mondsichel wäre eigentlich die Kronos-Sichel, da der Mond eher ein feminines Konzept ist und der Islam ist natürlich auch ganz bekannt dafür, dass er ein Matriarchat ist, das von wissenden, klugen Frauen angeführt wird, Priesterinnen, ja. Das kennen wir ja alle, was Frauen für eine Bedeutung in dieser Mondreligion oder angeblichen Mondreligion haben. Und wir kennen ja auch Hammer und Sichel auf sozialistischen Red Flags, ja, also auf diesen roten Flaggen, die ebenfalls auf Saturn oder Kronos hindeuten können. Dann haben wir Saturn und seine Symbolik Teil 2, der sogenannte 6. Planet mit einem sechseckigen Sturm, der immer verweilt. Das kann die Wissenschaft auch nicht erklären. Also Planeten sind keine Frequenzen, sondern das sind einfach nur so Felsblöcke, die natürlich im Weltblock rumschweben, weil man natürlich nicht möchte, dass ihr versteht, dass das, was da am Himmel passiert, quasi bisschen wie Fernsehen ist, nämlich ein Einblick in die Götterwelt. Und da passieren manchmal ganz ja, merkwürdige Sachen, zum Beispiel im Jahr 7 vor Christus. Da gab es astrologisch eine Jupiter-Saturn-Dreifachkonjunktion im Sternbild Fische. Na, auch ein wichtiges Symbol im Christentum, die Fische. Ja, die alten Griechen und Druiden hätten das als dreifachen Sieg des Kronos über Zeus gedeutet und als schlechtes Omen natürlich dann auch entsprechend gedeutet. Also in Zahlen ausgedrückt 666, der dreifache Sieg des 6. Planeten über Zeus, also über Jupiter. Die hätten dann gesagt, die beiden haben da oben quasi gekämpft, Kronos und Zeus. Das ist auch merkwürdig, widerspricht ja auch ganz klar dieser ganzen Gravitationsgeschichte, wenn dann plötzlich mal so ein Ereignis da passiert, wo dann 2 Planeten, ja, komplett aus dem Ruder tanzen. Ja, auch Farben spielen eine wichtige Rolle, zum Beispiel Rot, wenn man das Ganze in Nanometern in der Frequenz ist so ein tiefes Rot 666, 666 Nanometer und wird auch assoziiert mit dem Wurzelchakra, im Buddhistischen auch die Farbe Rot, wo wir dann quasi Triebe und Gelüste des Menschen sozusagen haben. Passt ja auch dazu. Dann haben wir Blau und UV und Röntgenstrahlung, Gamma-Ray. Ja, interessant, wie der Ausschnitt von dem Titel Avalon, den ich da vorhin aus dem Album von Gamma Ray dann einmal vorgetragen habe, als höchste Frequenzen beziehungsweise niedrigste Nummern assoziiert mit Stirn- und Kronenchakra, also mit Weisheit und spiritueller Führung. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, das geht jetzt in erster Linie auf spiritueller Ebene, ja, dieser Farbcode, weil Rot, klar, kann man auch mit ein bisschen Weiß anmischen, bekommt man da Rosa raus und Infrarotstrahlung ist auch wärmende Strahlung, ohne die wäre ja auch schlecht irgendwie, dann wäre das alles ziemlich kalt hier bei uns. Dann haben wir Mondsymbolik. Ja, die Mondsymbolik ist eng mit Hekate oder Hel verbunden, der Herrin der Magie und Unterwelt, Göttin der Übergänge und Wegkreuzungen, wie man es halt von Satan kennt, wer da so ein bisschen Supernatural geguckt hat, ja, und wer mit Satan irgendwie in Verbindung treten möchte, der muss halt
an Türrahmen oder an Wegkreuzungen da irgendwie was befestigen oder vergraben. Deswegen werden Anhänger der Hekate auch oft als Hexen betitelt und im Englischen als Lunatics bezeichnet. Laut Titanomachie hat Hekate als einzige Titanide auf Seite der Olympia gegen Kronos gekämpft. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ich war damals nicht dabei. Ihr wahrscheinlich auch nicht oder zumindest nicht bewusst. Unter den neuen Göttern wird Selene als Mondgottheit verehrt und Kleopatra trug, also zumindest Kleopatra die Siebte, trug den Beinamen Selene, also als personifizierte Mondgöttin. Dann haben wir die Venus, diese ganze Luzifer-Symbolik sozusagen. Die Venus wurde von den Römern als Lichtbringer Luzifer bezeichnet. Andere Namen sind Morgen- und Abendstern, da die Venus sehr hell leuchtet und daher in den weniger lichtreichen Stunden gut sichtbar ist. Lucifer Morningstar ist also die astrologische Bezeichnung für die Venus, somit die Verteufelung des Weiblichen. Also irgendjemand scheint da scheinbar Frauen nicht so zu mögen. Keine Ahnung. Rechts haben wir nochmal die Bezeichnung der Himmelskörper oder vielleicht ist Venus auch die Partnerin vom Kronos. Also ich weiß es nicht. Ich kann da nur spekulieren. Auf jeden Fall kommt hier diese Luzifer-Symbolik her. Kapitel 4: Das Urchristentum. Ja, was war das Christentum denn überhaupt wirklich? Und da habe ich mal so ein bisschen rausgesucht, die Symbole, die wir früher hatten. Da haben wir das Sonnenrad links, dann das Keltenkreuz. Und da fällt schon mal auf, dass ja diese Verlängerung nach unten dient eigentlich immer nur der Befestigung auf dem Boden. Denn die 4 Seiten sind eigentlich gleich lang, weil es hier natürlich um Sonnensymbolik geht, wie auch beim Sonnenrad da in der Mitte, ja? Das ist, dieses Kreuz. Das heißt, das echte Kreuz war in alle Seiten gleich lang. Dann die Harfe, die ja auch in der Bibel immer wieder als Musikinstrument hervorgeholt wird. Ganz klare irische Verbindung. Irland ist das Land der Harfe, also nordeuropäisch, hat gar nichts mit Jerusalem oder so zu tun. Dann haben wir auch die Taube mit dem Mistelzweig als Friedenssymbolik, manchmal auch mit dem Ölzweig, aber Mistelzweig und Taube war eigentlich früher so das erste Symbol für Frieden und die Mistel auch als heilige Pflanze verehrt. Dann haben wir die Dreifaltigkeit, also die Triskele im Keltischen. Körper, Seele und Geist. Ja, nix Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern Körper, Seele und Geist. Die Trinität, Dreifaltigkeit, da kommt die her aus dem Keltischen, nicht aus dem Jüdischen oder sonst was. Ja, Religion der Tugend, des Lichts und der Natur. Das Urchristentum ist mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit in Nordeuropa entsprungen und wurde leider komplett aus den Geschichtsbüchern getilgt, also das echte heidnische Christentum sozusagen. Dann als Heidentum gebrandmarkt und unter dem Geheimorden des Mithras als Cargokult neu gegründet. Das heißt, die heutige Saturnkirche mit diesem Standard-Christenkreuz ist sozusagen ein Cargokult. Und zum Thema Mithras kommen wir später dann auch nochmal. Ja, die orthodoxe Kirche hat sich wohl lange Zeit symbolisch versucht, gegen diesen Christenkrams oder diese Saturn-Symbolik, das Saturnkreuz zu wehren. Deswegen haben sie lange Zeit die Symbolik hier beibehalten. Zum Glück, auch wenn sie auch der Bibel anheimgefallen sind. Aber hier sehen wir oben, die Sonne wird quasi mit den gleich langen Seiten dargestellt und wird ja auf diesem Querbalken getragen. Das ist ganz klar Sonnensymbolik. Und darunter haben wir dann das lange Teil, das dann einmal schräg durch ja, gehauen wird sozusagen. Das soll einfach nur heißen, Abgrenzung von der Saturnkirche und ihrer falschen Deutung. So, mehr ist das gar nicht. Soll nur klar machen, dass die lange Seite einfach keine Relevanz hat. Ja, es geht halt nur um dieses gleichseitige Symbol da oben. Christliche Symbolik in Flaggen. Und da sehen wir hier auch, wo kommt diese ganze christliche Symbolik überhaupt vor? Komischerweise auch nur in Europa.
ein bisschen Griechenland, Mazedonien, Schweiz und dann natürlich im skandinavischen und britischen Raum. Christliche Feiertage. Ja, die Heiden haben die Natur in all ihrer Schönheit und Pracht verehrt, in Harmonie und Sitte mit ihr gelebt. Und wer oder was ist Gott, wenn nicht auch Mutter Natur, sozusagen Gaia? Das Christentum dabei hat keine eigenen Feiertage, die sind alle von uns geklaut und überschrieben. Jo, toll, ne? Hier rechts habe ich nochmal so eine KI-Übersicht, aber das machen wir jetzt nochmal in schön eins für eins. Fest und Feiertage Teil 1 im Frühling. Da gab es das Fest Ostara am 21.03., gewidmet Ostara oder Eostre, gegebenenfalls auf Freya oder Gaia, Göttin des Frühlings, der Morgenröte, mit den Symbolen Eier und Hasen als Fruchtbarkeitssymbole. Ja, bunte Eier färben und verstecken und suchen waren dann so ein bisschen Spiel, heutzutage überschrieben mit christlicher Symbolik, als Osterfest gestohlen. Natürlich kompletter Blödsinn. Dann haben wir Beltane, 30.04. bzw. 1. Mai, der sogenannte Tanz in den Mai oder wie es früher hieß, Walpurgisnacht, ein Fest zu Ehren des Lebens. Ja, ein sehr schönes Fest. Heutzutage auch immer noch mit dem Tanz in den Mai sehr lebensbejahend, aber das war früher wirklich so ein Fest zu Ehren des Lebens, kann man so sagen, mit dem Maibaum und Entzünden von Feuern, Musik und Tanz. Wurde entsprechend umgedeutet. Dann haben wir im Sommer die Sommersonnenwende, die dann als Lichtfest gefeiert wurde zu Ehren Zeus, Apollon, Helios, Baldas, Lug oder Freyas. Symbole, Feuer und gutes Essen. Wurde komplett getilgt, gibt es heutzutage gar nicht mehr. In den Sommermonaten haben wir keine echten Feiertage mehr, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Dann haben wir Lugnasad, gewidmet dem Gott Lug. Weiß jetzt nicht, ob man das richtig ausspricht. Das ist auf jeden Fall so ein Erntedankfest als Dank an die Götter gewesen. Das wurde auch komplett umgedeutet als heutiges Erntedankfest oder Thanksgiving. Nur, dass es damals halt noch am 1.8. am richtigen Tag sozusagen gefeiert wurde. Dann haben wir im Herbst Mabon, Abschied des Sommers, so eine Art zweites Erntedankfest, Rückzug in die Behausung, Fokus auf Familie und das wurde auch komplett getilgt. Und dann haben wir Halloween, wie es jetzt neu heißt. Ja, das ist ja mal in Skandinavien auch als Allerseelen- oder Ahnennacht gefeiert wurden, aufgrund der Vorstellung, dass in dieser Nacht die Grenze zur Anderswelt dünn ist und die Toten besucht werden können. Wurde dann nach Amerika mit den Einwanderern dort eingeführt. Hier ist es mehr oder weniger in Vergessenheit geraten und kommt jetzt als Halloween-Trend hier immer wieder zurück nach Europa. Und dann wird immer gesagt, das hat ja mit unserer Kultur gar nichts zu tun. Doch, das war tatsächlich mal im Nordeuropa ursprünglich beheimatet, dieser Brauch. Ja, dann Dankbarkeit für die Ernte, Ahnenverehrung, Übergang in die dunkle Jahreshälfte. Dann haben wir im Winter das Julfest oder die Rauhnächte zur Wintersonnenwende. Da wurde dann geräuchert und zwar nicht immer mit Myrrhe, sondern da hatten wir ganz eigene Sachen, was man hier halt so hatte, an Kräutern. Das wurde dann zum Räuchern in der Wohnung verwendet. Da wurde dann ein Julbock aus Stroh noch irgendwie verbrannt und das wurde auch komplett umgedeutet ins Weihnachtsfest, wo dann, ja, irgendwie 'n Baum gefällt wird, nett behangen wird und, da sagt man immer, das wird irgendwie diesem Krasus oder sowas gewidmet, also auch eher einer bösartigen heidnischen Gottheit, dieses Weihnachtsfest. Na ja, dann haben wir im Februar Imbolc, gewidmet Brigit, der dreifaltigen Göttin Geburt, Leben, Tod, Frühlingsbeginn, Rückkehr des Lichts und Symbol waren die Kerzen. Und da muss man sich heutzutage mal fragen, gerade dieses Jahr war ja erst Mitte März überhaupt irgendwie sozusagen, ja, Frühlingsbeginn. Den hat man früher am 1. Februar gefeiert. Also irgendwie sind wir da ja über einen Monat hinterher. Muss man vielleicht auch mal wieder anpassen, weil mich das schon länger wundert, dass wir so eine Jahreszeitverschiebung irgendwie haben, was für mich nicht so wirklich Sinn ergibt. Lange bis in den Dezember meistens noch einigermaßen warm und dann wird so Februar
Januar, Februar, März eigentlich erst so richtig kalt und dann im April fängt das erst so richtig an, wieder richtig, ja, Frühling zu werden. Also, das ist ja definitiv irgendwie nicht ganz richtig auf der Zeitachse. Dann haben wir die deutschen Wochentage. Da können wir links einmal gucken, wie die früher mal hießen. Montag beziehungsweise Montag, Dienstag, Tuestag, Mittwoch, Wodenstag, Donnerstag, Donnerstag, Freitag, Friedag, Samstag, Sonnabend oder Sambastag. Ja, also klingt so ein bisschen ähnlich wie Sabbat. Wollte ich nur mal erwähnt haben, okay. Dann Sonntag, Soldag. Ja, der erste Tag der Woche wurde der Sonne gewidmet, Sonntag beziehungsweise Soldag, dem sozusagen männlichen Prinzip. Der zweite Tag der Woche wurde dem Mond gewidmet, der Montag beziehungsweise Montag, ja, dem weiblichen Prinzip. Also männlich, weiblich. Oder im Buddhismus wird das ja auch viel mit Yin und Yang, ne, äh, fortgeführt. Dann haben wir den dritten Tag der Woche, wurde Tuestag oder Tirstag genannt, dem Gott der Gerechtigkeit Tier gewidmet. Heute durch den Tag des Dienstes an der Bürokratie und den Eliten degradiert. Der vierte Tag der Woche wurde Odin, Wotan oder Godan gewidmet, bevor dieser bürokratisiert und schlicht zum mittleren Tag der Arbeitswoche wurde und gänzlich an Bedeutung verlor. Dann haben wir den fünften Tag, der Tag des Donnergottes Dona, beziehungsweise wie wir ihn heute kennen, Thor oder damals vielleicht noch Zeus, wenn man dann ins Griechische rein will. Der sechste Tag der Woche wurde Freya, der Göttin der Fruchtbarkeit, gewidmet. Samstag war der letzte Tag der Woche und wurde als Ruhetag genutzt, wo die Menschen zusammenkamen, sich von der Woche erholten und Reinlichkeiten nachgingen. Entgegen der Behauptung, die Germanen seien nämlich dreckige Wilde gewesen, waren diese sehr sauber und reinlich und zivilisiert. Der Sambastag, griechisch Sambaton, war daher auch als Badetag bekannt. Dieser wurde später von einer bestimmten Gruppe gestohlen und dann entsprechend als Sabbat neu gedeutet und verkauft. Ne, deswegen Badehäuser und so wurden ja auch in Arabien erfunden, das wissen wir ja alle. Und Deutschland wurde ja auch von den Türken wieder aufgebaut. Das waren nicht unsere Trümmerfrauen und alten, schwachen Kinder und was weiß ich nicht. Nein, nein. Also alle Wunder dieser Welt, die kommen irgendwie immer aus dem Orient. Kapitel 5: Kirche, Mithras und Vatikan. Ja, Mithras, der falsche Sonnengott. Mithras hat seinen Ursprung aus einer Geschichte, wo er quasi aus einem Felsen nur mit einer Mütze entstand, wird im Geheimen und in Höhlen angebetet, wie man es halt mit so einem Sonnengott halt auch macht, ja. Also, wer kennt's nicht? Der Meeresgott wird in der Wüste verehrt oder, so eine Fruchtbarkeitsgöttin wird auch in der Wüste verehrt und, Sonnengötter werden unter der Erde verehrt. Das ist ja ganz normal, ne? Das kennen wir alle, macht absolut Sinn. Ja, es war 'n männlicher Kult, besonders von Soldaten und Beamten verehrt, also eher ein etwas, ja, kriegerischer Kult persisch-iranischen Ursprungs und könnte auch die Basis des heutigen Jesuitenordens des Vatikans sein. Da gab's dann auch Ränge, die sind überliefert. Da gab's dann Rang 1 Korax, Rang 2 Nymphos, dann Miles, also Soldat, dann den Löwen, dann Perses, Heliodromus und zum Schluss der Pater. Und rechts sehen wir einmal so eine Statue, die entweder Mithras oder Baal darstellt. Da ist sich die Wissenschaft scheinbar auch nicht so, einig. Auf jeden Fall, wenn man Mithras oder Baal recherchiert, dann kommt immer hier so ein Typ mit Hut. Dann der Gott des Vertrags und Vatikan als Zentrum. Ja, Mithras war vor allem als Gott des Vertrags bekannt, also der sogenannten Bürokratie, als Herrschaft, Grazie des Schreibtischs. Ne, die versklavt uns heutzutage ja auch auf der ganzen Welt. Also, ich glaube, Bürokratie kann heutzutage echt keiner mehr ab. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also, verrückt. Ja, man schließt Verträge mit wem oder was? Mit dem Teufel, genau. Die Mitra sehen wir hier bei Papst Benedikt, die sogenannte Mitra-Kopfbedeckung. Das Fischmaul, das noch mal als Hinweis, Zeitalter der Fische.
zu deuten ist. Genau, dann Spionage und Machtinstrumente. Ja, die Beichte ist real, bedarf aber niemanden, der sie einem abnimmt. Also der Mithras-Kult hat die Kirchen infiltriert und die Beichte war ein Werkzeug, um Geheimnisse aus der Bevölkerung zu erhalten. Das war sowas wie der erste Geheimdienst. Die Leute sind da immer schön in den Beichtstuhl, haben dann da dem Pater, also dem Mithras-Agenten sozusagen immer schön alles erzählt, was da so, ja, passiert zu Hause. Die waren dadurch immer, wie soll man sagen, gut informiert und konnten dann natürlich dann auch petzen, falls einer mal ein schlechtes Gewissen hatte. „Ah, wir planen ja eine Rebellion“, ja. Oh, alles klar, dann wusste man gleich, wo man eingreifen musste. Ja, Ablassbriefe, die waren auch eine willkommene Alternative zur Rechtsprechung, denn Straftäter konnten überführt werden, falls nötig. Ja, also wenn du da hingehst und sagst: „Ja, ich habe hier jemanden umgebracht“, ja, entweder war's dann 'ne nette Einnahmequelle oder wenn der halt als gesuchter Verbrecher an einer bedeutenden Person überführt werden sollte, dann hat man den sie halt weggeschnappt. Heutzutage ist das so 'n bisschen der CO2-Zertifikatehandel. Dann dieses ganze Thema Gnade Gottes und die sogenannten Kronen, die waren auch nur symbolisch. Die wirkliche Macht ging vom Pater aus, also dem Priester, der da in der Kirche quasi gelebt hat, der Agent. Und, der hat natürlich dann auch den jeweiligen König vor Ort als Marionette bestimmt, dann immer Gnade Gottes hieß es dann immer. Und das ist so 'n bisschen wie die Marionetten heutzutage unsere Politiker. Hat sich nicht viel geändert in 2000 Jahren oder, na ja, vielleicht auch nur 1000 Jahren, man weiß es ja nicht. Dann heidnische Kirchen als Ziel aller Seiten. Ja, die Korsaren plünderten Kirchen und zerstörten sie als symbolische Demütigung und Schändung oder halt um Sklaven zu erbeuten in der Ortschaft und in der Kirche. Der Mithras-Kult infiltrierte Kirchen besonders nach Eroberung, um das Volk zu bespitzeln und zu kontrollieren mit den von der Kirche bestimmten heiligen Lehren. Dann Wikinger griffen Kirchen an, um die falschen Prediger zu töten, nicht der Beute wegen. Es ging vielmehr um Rückeroberung der eigenen Kultur, die einem geraubt wurde. Also ob es sowas wie Wikinger tatsächlich gab oder ob das nicht sogar eine freie Erfindung ist, kann ich natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn es diese Angriffe auf Kirchen seitens der Skandinavier gab, dann halt Rückeroberung, ja, weil die da diese falschen Priester einfach weghaben wollten, die Leute, ja, wie soll man das nett sagen, indoktriniert und konditioniert haben. Dann haben wir das Thema Allvater, also Wodan, Zeus, Jupiter, Merlin oder Thor, je nach Kultur unterschiedlich benannt und seine Engel, Walküren, Amazonen, wie auch immer. Das ist ja auch nordisch-griechische Mythologie und nicht die der Bibel. Wortherkunft. Wo kommt denn das Wort Gott überhaupt her? Englisch God, Deutschland Gott, altnordisch Gut, gotisch Gup und urgermanisch Gudan oder Gudan. Ja, ich weiß nicht, wie man das alles ausspricht. Was dann auch vermutlich der Ursprung für Wotan oder Odin war. Also Gudan, Wotan, ist ja nicht so weit hergeholt. Das hieß dann so viel wie Gottheit oder angerufenes Wesen. Klingt schon mal ein bisschen freundlicher als, Herr, Meister, ich diene dir, ja? Gudrun, Trägerin göttlicher Weisheit. Gutfried, der durch Gott Geschützte. Und da gibt es dann so Abwandlungen wie Godfrey, Geoffroy, Gottfried, Geoffrey, Jeffrey. Und natürlich benennt der Teufel seine Leute gerade auch zu gerne mit solchen Namen, ja, wie Jeffrey Epstein. So eine satanische Verdrehung, also nicht überall, wo Gott draufsteht, ist auch Gott drin. Wer ist denn überhaupt der Teufel? Da haben wir so verschiedene Aspekte jetzt mittlerweile zusammengetragen. Da haben wir die Saturn-Kronos-Satan-Geschichte, der Kinderfresser und der alles pervertiert, also satanische Umkehr betreibt. Wir haben Hekate, die für Wegkreuzung, Türschwellen, schwarze Magie und das Pentagramm, ursprünglich auch als magisches Schutzsymbol eigentlich, da war. Da kann ich nicht sagen, ob die jetzt gut oder böse ist, weil das wirklich in 2 verschiedene Richtungen geht. Dann haben wir Mithras, diesen Vertragsaspekt, Herrschaft des Schreibtischs und Bürokratie, und natürlich die Venus mit Lucifer Morningstar. Alle diese Aspekte fließen irgendwie zusammen in der Figur des Baphomet oder des Teufels, wie man es heutzutage kennt. Dann die falsch verstandenen Symbole. Und zwar haben wir da einmal diesen Sündenbock, sogenanntes Scapegoat. Ja, die Sündenbock-Metapher ist im Prinzip nichts anderes, als seine eigene Schuld auf etwas oder jemand anderen zu übertragen, der unschuldig ist. Also auf einen Unschuldigen das Ganze übertragen.
Ja, wie widerlich ist das denn? Steh doch für deine eigenen Sünden gerade, bitte. Oder begeh am besten erst keine anderen Sünden. Aber wer würde jemand anderem erzählen, du kannst Sünden auf ein anderes unschuldiges Lebewesen übertragen, das dann abschlachten und dann sind deine Sünden weg? Also, ja völlig geisteskrank. Und, ja, das funktioniert, wird zwar vom dunklen Lord, sage ich jetzt mal, seinen Anhängern versprochen, aber ich halte das persönlich wirklich für Unsinn, da dieser nicht das Gericht abhalten wird und seine Anhänger täuscht, um Chaos und Zerstörung in der Welt zu stiften. Das heißt, diese Leute werden komplett manipuliert, denen wird erzählt: „Ja, du kannst da einfach deine Sünden auf 'n anderes Wesen übertragen und dann passt das schon und dann kommst du in den Himmel.“ So, ja, so funktioniert das nicht. Also aber so werden halt die eigenen Anhänger getäuscht, damit sie Chaos und Zerstörung in der Welt stiften, ja. Dann das Opferlamm. Also das Lamm steht für absolute Unschuld, genau wie Kinder. Je unschuldiger ein Opfer, umso besser eignet es sich als Opfergabe an dunkle Kräfte. Als Akt der Gnade wird dem zu Opfernden ein letztes Abendmahl, Last Supper, vor der Hinrichtung Opferung genehmigt. Na, eigentlich eher so eine Farce oder Verhöhnung des Opfers, ja. Also wirklich widerlich. Wirklich, wirklich, wirklich widerlich. Weitere Symbole, die Kirchenglocken. Da müssen wir mal zum Thema Pawlowsche Konditionierung drauf eingehen. Das war ja ein Psychologe, sage ich jetzt mal, der Hunde mit einer Glocke trainierte. Immer wenn es Futter gab, dann hat er diese Glocke geläutet und irgendwann war das bei den Hunden so drin, dass wenn da nur die Glocke geläutet hat, hat das schon so 'n Speichelflussreflex ausgelöst. Das nennt man Konditionierung und nichts anderes waren Kirchenglocken auch. Ja, Glocken waren dann im Zweiten Weltkrieg auch nicht mehr wirklich wichtig und wurden aus Gründen der Kriegswirtschaft zum Einschmelzen freigegeben. Gab es übrigens auch vor dieser Saturnkirche nicht. Kirchen hatten damals keine Glocken, die wurden erst relativ spät eingeführt. Und hier muss ich auch ganz klar sagen, die Anderswelt ist real, aber es ist fraglich, ob dieser Glockenton tatsächlich Dämonen und Geister irgendwie vertreiben kann. Da glaube ich persönlich nicht dran. Ich denke eher, dass Emotionen hier eine viel stärkere Auswirkung über die menschliche Aura haben. Das heißt, das, was du ausstrahlst, diese Aura, das ist ein Konzept, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Entsprechend sind fröhliche Lieder, Tanz, Licht und Gesang viel effektiver, um, ja, Boshaftigkeit zu vertreiben, als jetzt hier so eine blöde Glocke, die man läutet. Deswegen ja auch Licht, Tanz und Sangfeste im Heidentum sozusagen, ja. Ja, dann gibt's ja diesen Spruch, wo man singt: „Dort lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, oder wie es im Islam heißt, „Musik ist verboten.“ Dann die Bibel, die sozusagen einzig wahre und absolute Wahrheit, das Wort Gottes selbst. Ja, und da sind dann auch so lustige Sachen drin wie: „Liebe deine Feinde.“ Wer würde einem so was beibringen, wenn nicht dein Feind, der dem Orient die Herrschaft über dich versprochen hat, ja? Der ägyptische Gott hat ja gesagt: „Ich gebe euch die Macht über die Heidenvölker.“ Und wie macht er das? Indem er erstmal mit dem Davidstern die Lüge als Basis aufgebaut hat, über das Christentum die Konditionierung, die geistliche Schwächung Europas herbeigeführt hat, vorangetrieben hat, wie auch immer. Und dann natürlich jetzt mit der Sichel quasi sozusagen als Schwertsymbolik, Waffensymbolik jetzt die Eroberung einleitet mit der dritten abrahamitischen Religion. Ja, unser täglich Brot, nährstoffärmste Lebensmittel ist das Brot, liebe Leute, das dazu noch Entzündung fördern kann. Kann man natürlich trotzdem essen, ihr werdet davon nicht sterben, aber da habe ich auch zum Thema Ernährung, könnt ihr euch gerne mal angucken, auch einen Vortrag gemacht. Da gehe ich noch mal drauf ein, wie wichtig es ist, dass wir zumindest Vollkorn-Sauerteigbrot essen, ja. Und natürlich die Könige, die in Gottes Gnaden Baals, ja, sozusagen ernannt wurden, die haben ja auch die Jagd dann verboten, weil man möchte ja gar nicht, dass die Leute sozusagen, gute Nährstoffe erhalten, sondern man möchte sie schwach, arm und krank halten. Und genau das haben die Kirche und ihre Könige ja auch geschafft. Dann mantraartige Konditionierung durch Wiederholung von Passagen. Und da sind wir beim Thema Wiederhole eine Lüge oft genug und sie wird geglaubt. Glaube und Lüge sind nämlich eng miteinander verbunden. Glaube hat nichts mit Wissen zu tun, sondern der Glaube dient meistens eher einer Lüge. Na, und das ist halt das Thema, was jetzt kommt, Martin Luther und der Buchdruck. Und
Jetzt wurden die Leute ja immer mit der Glocke in die Kirche gelockt und das war natürlich immer anstrengend, weil kriegst du die überhaupt alle immer erreicht und ist natürlich blöd, wenn du die Leute konditionieren willst und dann wurden da schön als Massenhypnose diese ganzen Bibelpassagen immer aufgesagt. Und jetzt kam natürlich was ganz Gelegenes, nämlich der Buchdruck. Und dann wurde der Agent Martin Luther entsandt, um die Bibel unter dem Volk massetauglich zu machen. Oh, klasse. Na, jetzt musste man die Leute nicht mehr in die Kirche locken, sondern jetzt konnte man dank Martin Luther die Leute quasi durch Vervielfältigung und Übersetzung zu Hause sich selbst konditionieren lassen. Mensch, wie geil ist das denn? Ja, der Rebell Martin Luther, nee, der Agent Martin Luther, der schön die Massenhypnose vorangetrieben hat. Und dann gab es natürlich auch irgendwann in jedem Hotel kostenlos die Bibel zur Verfügung. Das heißt, wer zu Hause seine Bibel nicht lesen konnte und schön sich immer wieder neu indoktrinieren konnte und konditionieren konnte, der hatte dann die Chance im Hotel das dann noch mal weiterzumachen. Und da gibt's so 'n schönen Ausspruch: „Bedenke, wenn etwas kostenlos ist, dann bist du das Produkt, denn man will dich ja formen zu so einem bibelhörigen Lämmchen, das man zur Schlachtbank führen kann und im Zweifel auch als Scapegoat, als Sündenbock herhält.“ Ja, die, welche man nicht benennen darf, das ist so 'n Thema, da blicke ich noch nicht ganz hundertprozentig durch, aber man hat sich da stark orientiert an der Täuferbewegung, den Mennoniten, die von Jakob Ammann gegründet wurden. Die sogenannten Amish kennt man ja heutzutage noch. Das ist so 'n bisschen, ich nenne ihn jetzt mal die, die nicht genannt werden dürfen oder der 13. Stamm. Und, den Amish nehme ich das ab, dass sie von Gott geliebt sind und mit der Natur noch zusammenleben, den anderen eher nicht so. Ja, Jakob Ammann wurde zum Gründervater des 13. Stammes erdichtet. Ja, Jakob, weiß man ja, der Gründer. Dann nach Sieg über die Goldene Horde flüchteten sich die Stämme dort in alle Religionen und infiltrierten diese. Deswegen auch wichtig, diese ganzen Harems, da wurden dann ja auch Mischlingskinder entsprechend gezeugt und die eignen sich natürlich super, weil die sich nicht so optisch von den anderen unterscheiden, kann man die natürlich super als politische Agenten benutzen, um dann halt andere Stämme hier zu unterwandern und zu indoktrinieren, weil die denken: „Oh, er ist ja einer von uns.“ Also, die Harems hier wirklich so 'n bisschen als Brutstätte für diese Agenten. Ja, diese Leute, die haben keinen Bezug zu Religion, Ethik oder Identität, sondern sind eiskalte Pragmatiker. Die spielen alle Völker gegeneinander aus, um selber zu profitieren und geben nichts auf Begriffe wie Heimat, da sie von Nomaden abstammen, beide. Ja, wir haben die Wüstennomaden und wir haben die Steppennomaden. Das ist leider so. Ja, hier nochmal Verweis auf Benjamin Friedmans Willard Hotel Speech. Könnt ihr auf meinem Telegram-Kanal dann runterladen. Gucke ich nochmal, dass ich die jetzt einzeln auch nochmal da auf den Kanal hochlade. Kapitel 6: Die verdrängte Geschichte. Was wurde denn überhaupt verdrängt? Und da haben wir die Geschichte von Marcus Aurelius Antonius Augustus, beziehungsweise Marcus Antonius, der auch Helios genannt wurde. Ob die beiden die gleichen Marcus Antonius sind oder nicht, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass man das aufgrund dieser 1000 Jahre einmal aufgespalten hat und eine der Figuren dann halt vor der Verwirrung und eine nach der Verwirrung eingebaut hat. Aber der herrschte über das nördliche Reich Britannica, das man komplett aus der Geschichte gestrichen hat. Der führte nämlich einen Verteidigungskrieg gegen das südliche Reich, beziehungsweise das Weströmische Reich, am Antoniuswall und der Feste Camelon, die dann die Vorlage für das uneinnehmbare Dorf der Gallier aus Asterix und Obelix stellen, beziehungsweise auch diese König-Artus-Sage herkommt. Da sehen wir hier nochmal Roman Forts on the Antonine Wall und da habe ich mit Rot nochmal die Feste Camelon. Und das ist halt das Interessante, was ich meine. Alles, was ich hier bisher präsentiere, ist ja quasi auch in den Geschichtsbüchern und Wikipedia und was weiß ich nicht überall festgehalten. Die Frage ist halt, warum versucht man uns zu erzählen, dass jetzt Tintagel das ehemalige Camelon war oder Camelot war? Weil man hier von diesem Antoniuswall und der Feste Camelon einfach ablenken will, weil hier macht das natürlich Sinn. Da sehen wir oben links auf der Karte, wir sind hier im Norden Englands, umzingelt von Wasser und es gibt nur diesen Antoniuswall. Das ist dann halt genau diese
Asterix und Obelix-Situation, beziehungsweise Artus und die Feste Camelot, ja, König Artus. Da jetzt natürlich sämtliche Daten verfälscht und durcheinander sind, ist es enorm schwer, den genauen Verlauf der Geschichte zu rekonstruieren. Dinge aus 1300 nach Christus könnten auch 300 nach Christus stattgefunden haben oder noch früher. Es kann sein, dass Figuren hier doppelt unter unterschiedlichen Namen benannt werden. Was wir aber hier auch definitiv sagen können, ist, Limes, Hadrian und Antonius waren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Bollwerke gegen Süden gerichtet, also Verteidigung gegen die Römer, da Angreifer eher nicht dazu neigen, im feindlichen Kernland Verteidigungsanlagen zu bauen, schon gar nicht auf einer Insel wie Großbritannien. Also was für ein Schwachsinn ist das denn? Da schleppst du ja nicht dann in ein Kriegsgebiet quasi deine Steinchen irgendwie. Und Antonius-Wall und Hadrianswall, die bieten auch noch mal so ein Schleusensystem, das Irland, Schottland und so da so ein bisschen mit Irland so ein bisschen mit einbindet. Auch ganz interessant. Da gab es dann vielleicht Fähren rüber. Und der Limes ist ja auch in typisch germanischen Stil gebaut worden. Eher untypisch für römische Legion, sage ich mal. Ja, Jesus und Maria, wer könnten das gewesen sein? Wahrscheinlich Marcus Antonius und Kleopatra die Siebte. Kleopatra wurde auch als Selen, also Mond, verehrt, Marcus Antonius als Helios, also Sonne. Sie waren im 1. Jahrhundert vor Christus ein berühmtes politisches und romantisches Paar in der späten Zeit der Römischen Republik und des Ptolemäerreichs in Ägypten. Ob es sich jetzt um den gleichen Marcus Antonius handelt wie aus Nordengland, kann man schwer sagen. Wir wissen nur, dass diese beiden aus Ägypten vertrieben wurden. Daher ja die Vertreibung aus Ägypten, Buch Mose. Also hier wurden die Herrscher quasi vertrieben von den Persern oder was auch immer. Dann die Geburt Jesu diente einem geschichtlichen und zeitlichen Reset, um alles zu verwirren. Ja, warum macht man das? Null Christi Geburt. Das hat natürlich einen ganz tollen Vorteil, wenn man natürlich die Geschichtsbücher komplett durcheinander bringen will. Also hier sehen wir auch, das ist alles so ein bisschen, naja. Dann die Plagen von Ägypten. Ja, war das Strafe für Sklaverei, Strafe für die Ermordung des Helios, Strafe für den Genozid am 13. Stamm? Vielleicht gab es tatsächlich einen 13. Stamm. Es wird ja vermutet, dass Atlantis irgendwie in der Nordsahara irgendwie existiert hat und das heißt ja, Atlantis wäre ein Seefahrervolk gewesen, das untergegangen ist. Vielleicht gab es tatsächlich so eine Inselgeschichte, Inselkontinent noch im Atlantik. Würde ja auch Sinn machen, Atlantis, Atlantik. Und die ist vielleicht einfach wirklich verschwunden, weil das Reich der Atlanter komplett zerstört wurde, hier von den Persern erobert, vernichtet wurde. Und da haben die Götter oder Gott sich gesagt, nö, also ihr habt jetzt diesen 13. Stamm da irgendwie ausgelöscht. Das geht nicht. Ihr behaltet das Land nicht. Das versenken wir jetzt. Das war ja mal ursprünglich sowieso anderen vorgesehen. Und dann hat man zusätzlich von diesen ganzen Persern und Mongolen, das ist ja dieser Wüstengürtel, da hat man das ganze Ackerland sozusagen zunichte gemacht, um sie zu bestrafen. Und da gibt's ja auch diese Bibelpassage: „Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.“ Und welche sind denn die unsteten Völker? Ja, das sind ja eben genau diese beiden Völker der Zerstörung, die hier halt auch mit Verwüstung entsprechend bestraft wurden. Und das kann noch nicht so lange her sein, weil wir ja gesehen haben, dass es diese Karte gab von Nordafrika, wo Flüsse und Bäume und was weiß ich nicht alles noch vorhanden waren. Also es kann nur ein paar Jahrhunderte, also vielleicht 4, 5, 6, 700 Jahre her sein, dass das passiert ist, was ich sehr interessant finde auch. Ja, Figuren aus der Bibel richtig zuordnen, da müssen wir mal über die Vorlage des Jesus sprechen. Und zwar gab es den Johannes Chrysostomos, der auch als Goldmund bezeichnet wurde. Hebräisch würde man ungefähr Jeschuan Christos wahrscheinlich sagen. Der trug den Titel Goldmund, da er sehr wortgewandt war und Leute gut überzeugen konnte. Also so ein typischer Politiker heutzutage sozusagen. Ja, ich nenne ihn mittlerweile immer gerne die heilige Handgranate von Antiochia, weil er da geboren ist. Das entspricht der Türkei heutzutage, dem Ort Antakya. Und nur der Libanon trennt Antiochia von der Gruft von Nazareth, welche laut katholischen Tradition als der Ort gilt,
an dem der Erzengel Gabriel alias Allah alias Baal die Geburt Jesu verkündete. Finde ich auch immer merkwürdig, also die Katholiken erzählen ja im Prinzip die gleiche Geschichte wie, der Islam, ja, dass der Engel Gabriel zu Mose gekommen ist und na ja, gut. Also, verstehe ich nicht, dass man das alles nicht erkennt. Es gibt einen weiteren Johannes, der als Usurpator Westroms gilt, also Kaiser Nero Roms, ja, des Weströmischen Reichs, nicht des nördlichen oder östlichen. Und da ist es so, dass er durch politisches Ränkespiel dort an die Macht gekommen ist und dort auch als erster christlicher Kaiser geführt wird. Komischerweise findet man keinen Nachnamen und, es wird behauptet, er wäre nur 2 Jahre an der Macht gewesen und das wage ich stark zu bezweifeln. Ich denke, hier handelt es sich um den eigentlichen Machthaber, der dann auch gegen, sozusagen das Oströmische Reich und das Königreich Britannia im Norden mit seinen Druiden Krieg geführt hat. Wahrscheinlich gab es eine massive Verfolgung von Philosophen, weil auch die ganzen Philosophenschulen geschlossen wurden, irgendwie um 500 nach Christus, als der hier halt irgendwie an die Macht kam oder dort regiert hat. Und, die Bücherei von Alexandria ja auch zerstört wurde immer und immer wieder. Bücherverbrennungen stattgefunden haben und dann konnte die Kirche natürlich ganz toll so 'n eigenen Kanon entwerfen und hat die über seine Mönchskloster und Schulen dann immer weiter vervielfältigen lassen. Das war dann sozusagen, ja, die erste Vernichtung der wahren Geschichte. Ziemlich krank alles. Ja, man wollte natürlich den Triumph in den Büchern trotzdem irgendwie festhalten, dass der tolle Johannes hier, ähm, dafür verantwortlich war, aber wollte es gleichzeitig auch kaschieren. Deswegen viele heutige Kirchen und Freimaurerlogen tragen daher Johannes zu Ehren, dessen auch im Namen. Natürlich dieses Johannesevangelium, das könnt ihr komplett aus den Büchern streichen. So wird das niemals irgendwie passieren. Das ist auch alles frei erfunden und erdichtet. Also, ähm, ja, überall, wo Johannes dran steht mittlerweile, das kann ich nicht mehr ernst nehmen, weil, die Götter, die ich kennengelernt habe, die sind gut, tugendhaft und die würden niemals einfach so hier 'ne Apokalypse auslösen, aber Leute bestrafen durchaus. Ja, ich rate deswegen bei Kirchen und Logen mit diesen Namen auch zu äußerster Vorsicht. Figuren aus der Bibel richtig zuordnen. Da haben wir noch den Mose, sehr wahrscheinlich ein Druide, der während einer bevorstehenden Schlacht die Bevölkerung durch ein Schilfmeer, die sogenannte Reed Sea, in, Cornwall, England führte, zum Hadrianwall, denke ich mal. Ist zwar weniger epochal, aber dafür realistisch. Die Verwechslung Red Sea und Reed Sea wird heiß diskutiert. Eine solche sprachliche Verwirrung kann aber nur im englischsprachigen Raum stattfinden, da nur dort die Worte ähnlich klingen. Und, es gibt ja trotzdem diese Geschichte, dass das ägyptische Heer von einer Flut, ja, das ist vielleicht die eigentliche Flutgeschichte, dass hier die Ägypter erst von der Flut getroffen wurden im südlichen Mittelmeerraum und dann später die Sonne sozusagen das ganze Land verwelken ließ, verwüstet hat als Strafe für deren Hybris, die sie ja heute auch wieder an den Tag legen. Nur diesmal machen sie es klüger mit Unterwanderung statt mit dem direkten Eroberung. Dann haben wir Mose und der Dornbusch und da gibt es auch eine Geschichte, nämlich Josef von Arimathäa, der steckte angeblich seinen Stab in die Erde, woraufhin ein Dornbusch erschien. Dann König David mit der Harfe, da gibt es auch, ganz klar die Hafensymbolik, sind wir wieder beim Thema Irland, Nordirland. Da gibt es David von Menevia, Devisant, bekannt auch für Musikspiel, oder Dafydd ap Gwilym, bekannt fürs Hafenspiel aus Schottland, müsste das dann gewesen sein. Ja, wer ist eigentlich dieser Typ, der von seinen 12 Rittern, also Aposteln, oder von einem zumindest betrogen und anschließend hingerichtet wurde? Sehr wahrscheinlich einer der beiden Marcus Antonius, Hinrichtung am vielleicht Kreuz in Rom, Konstantinopel oder wie im Film Gladiator entsprechend vielleicht auch verraten, als Sklave verkauft und in der Arena als Gladiator sozusagen hingerichtet. Da kann man nur drüber spekulieren. Das ist, wie gesagt, alles nicht ganz ersichtlich.
Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es sich um einen echten König Europas gehandelt haben muss, der als Helios und Gott gewordener Mensch zelebriert wurde. Dann haben wir die 3 Reiche. Das Weströmische Reich, Oströmische Reich, das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen, aber ich wollte das noch mal hier mit einbringen. Und wir haben da so eine Art Königreich Britannia oder Germania, wie ihr es nennen wollt. Das Problem natürlich, die ganzen Druiden, die dort als Gelehrte gelebt haben, haben nichts schriftlich festgehalten. Deswegen war es ziemlich einfach, bei diesem Geschichtsreset dieses aus der Geschichte zu tilgen. Dann Abschlusswort und wie man richtig betet. Also, wie man richtig betet, das mache ich wie folgt. Ich habe jetzt hier mal so Gelübnis an die Tugend als Gebet aufgeschrieben. An die guten Götter und Kräfte, die mir und meinem Volk wohlgesonnen sind. Ich verpflichte mich selbst, tugendhaft zu leben und kein Leid in diese Welt zu tragen. Sollte mir an diesem oder einem früheren Tage es nicht gelungen sein, mich entsprechend zu verhalten und bei euch um Verzeihung zu bitten, so bitte ich an dieser Stelle statt um Vergebung, auf dass ich nur Gutes und nichts Böses in die Welt trage. Habt Dank. Warum baue ich ein Gebet so auf? Einleitung sollte einen klaren Adressaten haben, der einem selbst gegenüber auch positiv eingestellt ist. Ich persönlich kann nicht einschätzen, wie groß diese Götterwelt, Anderswelt ist. Ich dachte auch zuerst, es wäre alles ein Gott, also alles wirklich eins. Scheint aber nicht so zu sein, weil es definitiv dunkle Kräfte gibt, die auch durch Menschen, Personen, Algorithmen und sowas wirken. Irritiert mich alles ziemlich. Also es muss irgendwie so eine Götterwelt geben. Ich habe da so ein bisschen den Hinweis bekommen, dass es eine Art passiven Gott gibt, der alles durchdringt wie der Äther, aber nicht wirklich, ja, bewusst in die Welt irgendwie eingreift, sage ich mal so. Deswegen die Einleitung immer an die richten, die euch positiv eingestellt sind. Und man muss ja auch ganz klar sagen, selbst wenn es nur diesen einen Gott wirklich gäbe und, das andere da aus Ägypten wären alles nur Dämonen, dann ist es ja so, dieser Gott wäre ja alles. Er wäre die Sonne, der Wald, das Meer. Das heißt, wenn man jetzt Natur, sage ich mal, so ein bisschen anbetet, ja, also nicht Götzen, sondern die Natur an sich, der so ein bisschen huldigt, dann, ja, selbst wenn man jetzt nur die Sonne anbetet, das ist ja immer ein Teil von diesem einen Supergott, sage ich jetzt mal. Erwischt also definitiv immer den Richtigen. Und, ich denke, davon müssen wir uns sowieso so ein bisschen verabschieden. Ähm, dieses Konzept dieses einen Gottes, dass der irgendwie männlich, weiblich wäre oder Einzahl, Plural. Ich weiß nicht, ob er, sie, was auch immer, da so viel Wert drauf geben würde. Das sind eher sehr menschliche Konzepte. Dann der Mittelteil, da könnt ihr natürlich irgendwelche Bitten äußern, Sorgen benennen, um Vergebung bitten, Dankbarkeit äußern. Also sie werden euch hören, aber ob Bitten in Erfüllung gehen oder nicht, liegt bei den Göttern, ja, also vielleicht auch beim Schicksal selbst. Ich weiß es nicht. Ich bin selber erst seit einem Jahr irgendwie in meinem eigenen Supernatural-Film hier gefangen oder Percy Jackson-Film. Ich kann noch nicht hundertprozentig genau sagen, wie das alles funktioniert. Und dann zum Schluss immer mit Dankbarkeit beenden. Also wir sind ja keine Götter, Amen heißt ja so sei es. Ja, und wer bestimmt, ob etwas sei. Das machen die Götter, deswegen nicht wir. Immer mit Dankbarkeit beenden. Da macht man nichts falsch. Ja, noch ein kleines Abschlusswort. Ja, der Orient wird immer sehr verromantisiert, sage ich mal. Wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu verallgemeinern. Es gibt viele Leute, die dort selber einfach nur in Frieden leben wollen. Aber trotzdem, auch wenn viele Ali Baba verehren und romantisieren, ignorieren niemals die 40 Räuber, welche ihm folgen. Diese 2 Stämme haben einfach geschichtlich nachweislich sehr viel Schaden angerichtet, andere Völker unterwandert, gegeneinander aufgehetzt. Und ich bitte da zumindest zu Vorsicht. In diesem Sinne euch noch einen schönen Tag.